Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Gerüchte der Phoenix 7 eingehen. Ich habe im Netz mal alles ein bisschen zusammengesammelt, was da so herumwabert. Ich möchte euch auch eine kleine Einschätzung geben, was ich denke, was da realistisch ist, was nicht. Und ich würde sagen, wir fangen am besten mal einfach an. Ja, traditionell stellt ja Garmin seine Uhren im Herbst und Winter vor, vorzugsweise natürlich auf großen Messen, wo auch viel Publicity da ist. Da ja aber vieles ausgefallen ist, zum Beispiel IFA in Berlin wurde abgesagt, gab es jetzt hier nicht viele Möglichkeiten, hier ein neues Gerät vorzustellen. Zudem kommt auch noch hinzu, dass wir weltweit momentan ein großes Problem haben, was die Lieferung von Chips angeht. Das geht ja teilweise so weit, dass Autoindustrien ja ihre Bänder stillstehen lassen, beziehungsweise Lieferketten können nicht eingehalten werden, weil wir aufgrund der Pandemie hier unterbrechende Lieferketten haben. Auch das wird an Garmin nicht spurlos vorbeigehen, was dazu wahrscheinlich geführt hat, dass auch die Uhr nicht dieses Jahr, sondern erst im Kalenderjahr 2022 vorgestellt wird. Aktuell schwirrt hier dabei das Q1 22 herum. Der frühestmögliche Zeitpunkt wäre hier der 5. Januar, wo man diese Uhr vorstellen könnte, weil hier findet dann die CES in Las Vegas statt. Das ist so eine Consumer-Elektronikmesse. Und hier wäre die potenzielle Möglichkeit, dass hier eine Phoenix 7 vorgestellt werden könnte. Ja, was soll die Phoenix 7 aber bieten? Die Gerüchte sagen, dass die Uhr schlanker werden soll, also insgesamt etwas nicht mehr so klobig, wie sie jetzt ist. Mehr für den Massenmarkt tauglich, ein bisschen leichter zu tragen, also bequemer zu tragen. Wenn wir uns die Historie der Phoenix-Modelle angucken, dann sehen wir auch da, dass es von Jahr zu Jahr bzw. von Modell zu Modell auch da wirklich eine Designänderung gab. Man hat es ja in der Phoenix 6 jetzt am besten gesehen. Die Uhr wurde ja schon deutlich kleiner, leichter als gegenüber der Phoenix 5 Modelle. Von daher halte ich das jetzt für sehr wahrscheinlich, zumal ja auch die Technik immer sich weiter voranschreitet und man auch hier platzsparend arbeiten kann. Ja, dann kommen wir auch schon zum ersten interessanten Teil und das ist das Display. Also die Phoenix 7 Modelle sollen auch weiterhin das Memory in Pixel Display bekommen. Das heißt, hier werden ja die Pixel bzw. das Bild wird quasi gespeichert, um hier energieschonend zu arbeiten. Und durch die Kontraste bzw. durch den Aufbau dieses Displays hat man ja auch kann man sehr gut die Sachen auch in der Sonne ablesen, ohne dass man hier Probleme hat. Anders ist es jetzt zum Beispiel, wenn ihr so eine Apple Watch oder so habt, bekommt ihr ja Probleme, wenn es jetzt direkt eine Sonneneinstrahlung haben. Die Probleme hat man zum Beispiel bei einer Phoenix Uhr ja nicht. Was aber neu hinzukommt, ist, dass es wohl ein AMOLED-Display geben soll. Das heißt, es soll als späteres Modell herauskommen, das dann auch das AMOLED-Display unterstützt bzw. besitzt. Die gleiche Entwicklung haben wir ja auch schon bei der Vivo Active 4 gesehen. Da gab es ja dieses Venue-Modell und es ist ja eigentlich im Prinzip dieselbe Uhr, nur mit einem anderen Display. Und daher halte ich das auch für sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt, wie schon angesprochen, mehr auch in den Massenmarkt mit der Phoenix möchten, dass man hier auch ein AMOLED-Display anbietet, um einfach hier kontrastreicheres, schöneres Display anzubieten, was natürlich auch mehr Kunden anspricht, aber trotzdem nicht vom klassischen abweichen. Das heißt also, das Memory in Pixel zu behalten, für die das möchten, aber dann doch hier auch das Spektrum zu erweitern. Des Weiteren habe ich auch gelesen, dass auch noch ein Touch-Display im Raum steht. Würde mich jetzt nicht überraschen, da ja die Konkurrenz wie zum Beispiel Coros oder Polar oder auch Suunto hier schon entsprechende Displays anbieten und hier eigentlich Garmin nur nachrücken würde. Das Ganze sehen wir natürlich auch schon, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, bei der Vivo Active Venue Reihe. Auch hier sind ja schon Touch-Displays verbaut. Das heißt also, hier wäre das nur eine konsequente Weiterführung. Ob man es jetzt braucht oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Ich bin kein Freund von Touch-Display. Es gibt bestimmt Leute, die das mögen, aber es wäre eine Option, die kommen könnte. Ja, als nächstes kommen wir dann zur Akkulaufzeit. Es gibt da so die Gerüchte, dass die Akkulaufzeit der Phoenix 7 deutlich besser sein soll als die der Phoenix 6. Also die Phoenix-Reihe hat schon einen guten Akkulaufzeit, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Konkurrenz von Coros schaut, sieht man auch, dass es nochmal deutlich besser geht und länger geht. Es steht im Raum, dass die Akkulaufzeit der Phoenix 7 etwa der Garmin Endura entspricht. Die hat laut Webseite, ich habe jetzt selber noch keine Uhr gehabt, 50 Tage Laufzeit im Smartwatch-Modus. Halte ich tatsächlich für gar nicht so unrealistisch. Wie schon gesagt, die Coros-Uhren, auch gerade die Coros Vertex 2, die jetzt rausgekommen ist, überzeugen mit massiv guten Akkulaufzeiten. Also ich muss meine Phoenix 2 bis 3 Mal laden in der Zeit, so lange läuft hier bei gleicher Nutzung die Coros-Uhr. Daher, wenn die Technik da passt und auch die Software passt, ist ja oft auch eine Software-Sache, dann kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass wir hier wirklich diese fast 50 Tage erreichen, was natürlich richtig gut wäre. Natürlich sieht es dann anders bei der OLED-Variante aus, allein aufgrund der Technik, die da verbaut ist mit dem Display, das natürlich einen höheren Stromverbrauch hat, soll auch einen guten Akkulaufzeit haben, aber natürlich geringer. Wenn wir uns jetzt mal die Modellreihe nochmal Vivo Active und Venue anschauen, also Vivo Active 4 und Venue 1 habe ich jetzt mal als Vergleich.
Ja, warum habe ich das als Vergleich? Weil das von der Zeit etwa hinkommt. Die Venue 2 ist ja erst gerade frisch erschienen. Und bei der Venue 1 ist es so, dass wir hier 5 Tage Laufzeit haben. Und bei der Vivo Active 4 kommen wir auf 8 Tage. Das heißt also, wir haben so etwa 3 Tage Differenz. Und das könnte man eventuell als Referenzwert hochnehmen. Wenn wir das Ganze einmal hochrechnen auf die Phoenix 7 Reihe, die jetzt mal grob mit 50 Tagen, grob jetzt sage ich mal, annehmen würden, dann hätten wir zwischen der Memory in Pixel Variante und der OLED-Variante so etwa knapp 15 Tage oder 2 Wochen Laufzeit, die dazwischen lägen. Was zu der Akkulaufzeit auch noch hinzukommt, ist, dass jetzt die Solarfunktion ja nochmal ausgeweitet werden soll. Also mit der Phoenix 6 kam jetzt das erste Mal auch eine Uhr, die ja Solarpanel hatte und da entsprechend laden konnte, wenn sie in der Sonne war. Dieser Panel soll um das Dreifache größer sein als jetzt das ursprüngliche Panel, das wir jetzt kennen. Und es soll so sein, dass auch in mehreren Modellen dies verbaut sein soll. Das heißt auch, es soll eine Saphir-Glas-Edition geben, die das entsprechend hat, weil in der jetzigen Version gibt es nur Saphir, also Phoenix 6 Saphir, aber halt nicht mit Solar. Ja, der nächste Punkt, der für viele vielleicht interessant sein dürfte, ist diese LTE-Option. Es ist ja so, mit der Forerunner 945 hat man ja auch eine LTE-Option eingeführt, aber das ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei einer Apple Watch LTE als Beispiel, wo ich dann auch telefonieren kann und auch andere Sachen machen kann. Das dient wirklich rein nur aus Sicherheitsaspekten, das heißt, es werden dann entsprechend Notrufe abgesendet oder Live-Tracking und so Sachen kann man da nutzen, aber es ist halt wie gesagt jetzt hier keine Smartwatch im eigentlichen Sinne, die man so kennt. Es gibt wohl schon die ersten Testgeräte, die ja irgendwo aufgetaucht sind, da ist aber keine LTE-Variante dabei. Man hat auch nie was groß dazu gelesen und es wird stark vermutet, dass hier es überhaupt keine LTE-Option geben wird, vielleicht im späteren Zeitraum. Hintergrund ist wohl der, dass es eine Outdoor-Uhr ist und dafür gedacht ist, auch in Gegenden zu sein, wo man jetzt kein Netz hat. Das heißt also, wo man entsprechend keinen Empfang hat und auch die LTE-Option gar nicht nutzen kann. Was für mich aber interessant ist, ist der nächste Punkt, und zwar sind es die dualen Frequenzen, die kommen sollen. Sony hat ja hier einen neuen Chip entwickelt für das Global Navigation Satellite System, kurz GNSS. Und dieser Chip hat jetzt die Möglichkeit, zwei Signale bzw. zwei Frequenzen zu empfangen. Warum ist das interessant? Also wenn ihr jetzt aktuell laufen geht im Wald oder zwischen Felsen, dann habt ihr einen ganz, ganz schlechten Empfang, weil einfach nur, weil es abgeschottet ist. Und entsprechend sieht das GPS-Bild halt auch teilweise sehr miserabel aus. Was kann der neue Chip? Der neue Chip kann dann Reflexion empfangen, also wenn dann ein Signal heruntergeschaltet wird bzw. runtergesendet wird, dann kann es am Felsen zum Beispiel reflektieren und das kann jetzt dieser Chip verarbeiten und kann das dazu nutzen, um eure Position besser zu bestimmen. Das heißt, wenn man jetzt entsprechend die Software entwickelt und auch einen Chip hat, kann man hier bessere GPS-Bilder auf die Karte bringen und das wäre ja für die Phoenix ja schon wirklich ein Upgrade, weil bei der Phoenix 6 habe ich oft schon Probleme gehabt, dass hier ein vernünftiges GPS-Bild entsteht, wenn man gerade im Wald unterwegs ist oder halt in den Bergen. Was wohl auch kommen wird, ist der neue Garmin Elevate V4 Sensor, also Version 4. Mir hat es auch erst nichts gesagt, ich muss ja auch erstmal nachschauen, was der Sensor genau macht. Der Sensor ist jetzt schon in der Venue 2 und in der Forerunner 945 LTE verbaut. Dieser Sensor hat eine bessere Messung für den Sauerstoffwert des Blutes, also SpO2. Und der hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wie gesagt, er misst bessere Werte und er ist energiesparender. Wir haben das ja schon gesehen bei der Phoenix 6, wenn der Sauerstoffpulsoximeter da dauerhaft angeschaltet ist, dann saugt es den Akku leer und also deutlich schneller leer, als es man gewohnt ist. Das Ganze sieht man schon ganz gut im Vergleich zwischen der Venue 1 und Venue 2. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Venue 1 hat ja 5 Tage Akkulaufzeit und die Venue 2 kommt jetzt auf 11 Tage. Das heißt, hier hat man einen deutlichen Anstieg der Akkulaufzeit und wenn das jetzt entsprechend in der Phoenix verbaut wird, dann ist es auch plausibel, warum hier massiv die Akkulaufzeit besser wird, weil ja auch insgesamt energiesparender unterwegs ist. Ja, aber was können wir denn noch erwarten? Also Garmin ist ja auch immer ganz groß im Einkaufen von Firmen und so wurde ja auch First Beat gekauft. Die Firma ist für Kennzahlen im Sportbereich zuständig, beziehungsweise auch im Gesundheitswesen. Und hier ist es so, dass man ja immer mehr das vorantreibt und hier kann Garmin natürlich auch profitieren. Des Weiteren ist Garmin da auch dabei, hier den Konkurrenz immer mehr die Möglichkeiten zu entziehen, diese Daten zu nutzen und hier ein Alleinstellungsmerkmal zu erstellen. Davon ist nämlich auszugehen, dass hier auch, wie gesagt, Algorithmen bzw. Berechnungsgrundlagen auch verbessert werden. Das sieht man jetzt auch mit den Updates. Mit dem 19er Update hat man ja schon einige Veränderungen gesehen und ich denke, das wird auch im Weiteren so weitergehen. Zudem hat Garmin eine Sache nicht im Angebot, was die Konkurrenten zum Beispiel Chorus und Polar anbieten, und zwar das ist Leistungsmessung.
Wenn ihr jetzt einen Garmin Brustgurt habt, könnt ihr zwar ein Widget einfügen, beziehungsweise ein Datenfeld, um die Leistung zu messen. Also es gibt dann einen Leistungsmesser, die das nicht wissen. Also ihr könnt dann, wenn ihr diesen roten Brustgurt habt, könnt ihr entsprechend das im IQ Store herunterladen, auf die Uhr bringen, dann habt ihr auch wirklich Leistung angezeigt, die wird dann auch im Garmin Connect angezeigt. Das Ganze ist aber ziemlich stiefmütterlich und auch wird nicht so ganz so publiziert. Ich erwarte, dass mit der Fenix 7 da was kommt, weil Leistung ist immer mehr auf dem Vormarsch. Man sieht es auch im Stride Foodpod. Die Interesse ist da. Auch im Profibereich kommt das immer mehr zu tragen, weil einfach die Vergleichbarkeit besser ist. Das ist wie beim Radfahren. Da geht man mittlerweile auch nur noch auf Leistung und nicht mehr auf Zeit. Und so wandelt sich langsam auch im Laufsport. Man kann bessere Trainings machen, wenn man auf Leistung geht. Man kann, ja, es ist völlig egal, ob ich jetzt im Bergigen unterwegs bin, im Flachen. Man kann auf Leistung trainieren und nicht mehr auf Pace. Ich würde mir sogar wünschen, dass es sogar so weit geht, dass ich auch wirklich auf Leistung Trainingspläne machen kann, da alles, was wir von Garmin bisher kannten, nur sich auf Pace fokussiert hatte. Ja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, lohnt sich ein Kauf der Fenix 6 noch, beziehungsweise warte ich auf die Fenix 7? Und hier ist es so, wir sehen auf jeden Fall ganz viele Angebote jetzt in diesem Jahr. Jetzt auch zu Weihnachten, beziehungsweise auch schon vor Black Friday und so weiter, gab es schon gute Angebote, die deutlich günstiger waren als der UVP. Also die Uhr ist immer noch relativ teuer im Vergleich zu anderen Uhren. Also ist jetzt immer noch im hohen Preissegment, aber doch deutlich günstiger als noch damals zu Release-Zeiten. Das ist natürlich eine ganz normale Entwicklung. Wir haben Skaleneffekte und so weiter und so weiter. Aber das ist meistens auch ein Zeichen, wie gesagt, dafür, dass hier was Neues rauskommt. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, brauche ich die ganzen Sachen, die ich jetzt genannt habe? Ist das jetzt für mich wirklich relevant für meinen Sport, für mich, was ich da mache? Oder bin ich jetzt so, ja, ich brauche jetzt zum Beispiel Leistungsmesser an der Uhr, das ist für mich ganz wichtig. Ich will jetzt hier kein Stride Foodboard zum Beispiel nutzen, der super integriert ist in die Fenix. Ich möchte es hier alles ein Paket haben. Oder ich möchte jetzt ein OLED-Display haben. Oder ich möchte jetzt eine kleinere Uhr haben. Wobei man davon immer ausgehen muss, dass hier immer nur minimale Veränderungen ja auch stattfinden. Wenn ihr natürlich sagt, nee, das brauche ich nicht, würde ich auf jeden Fall sagen, mit der Fenix 6 macht ihr nichts falsch. Generell sage ich immer oder schreibe auch immer in den Kommentaren, wenn da aber gefragt wird, ich würde immer eine Fenix 6 Pro empfehlen. Also ich würde nicht unter die Pro gehen, ich würde immer bei der Pro bleiben. Ob man dann Pro X oder Saphir nimmt, ist dann die andere Sache. Aber hier bekommt ihr wirklich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Ihr habt Navigation dabei, ihr habt eigentlich alles, was ein Sportlerherz glücklich macht. Wenn ihr natürlich ein Technikfreak seid und immer das Neueste haben wollt, klar, dann brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber rational gesehen habt ihr, wie gesagt, mit der Fenix 6 Pro doch eine sehr gute Uhr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze mal ein bisschen näher bringen, was hier so alles momentan in der Fenix 7 Wolke rumschwabert. Dadurch, dass schon die ersten Testgeräte wohl raus sind, scheint es auch wirklich handfeste Gerüchte zu sein. Wie gesagt, ich habe mich am Netz mal ein bisschen belesen. Ich bin jetzt auch schon mal ganz gespannt, was auf uns zukommt. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir nächstes Jahr die Uhr sehen werden. Wie gesagt, der Chipmangel ist vielleicht noch so eine Sache, die vielleicht manchmal alles ein bisschen verhindert, dass doch alles ein bisschen verzögert rauskommt. Aber ich denke, das Jahr 2022 wird in dem Hinsicht hoffentlich spannend. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Fenix 7 rauskommt, dass ihr hier auf meinem Kanal vorbeischaut. Lasst doch gerne ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auch auf die Glocke. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.